Herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Podcast-Serie Autonome Waffensysteme und menschliche Kontrolle. In dieser Folge werden wir uns mit der militärischen Dimension von autonomen Waffen befassen. Ich darf unseren heutigen Gast, Divisionär Stefan Christen, ganz herzlich begrüßen. Divisionär Christen ist seit 2022 Stellvertreter des Chefkommando Operationen. Herr Christen, welche militärischen Entwicklungen und Trends im Bereich der autonomen Waffensysteme beobachten Sie? Nun, wir beobachten natürlich sehr stark unser Umfeld, aber auch die Universitäten und die verschiedenen Firmen, welche in diesem Bereich tätig sind. Klare Aussagen kann man machen zum Krieg in der Ukraine. Dort sieht man sehr stark den Einsatz von autonomen Waffensystemen oder auch autonomen Systemen wie im Bereich der Drohnen. Die werden dort massiv eingesetzt, schon fast als Wegwerfware, also als Verbrauchsmaterial. Tausende von Drohnen, welche in der kürzesten Zeit gebraucht werden, weil sie entweder zerstört oder nicht mehr zurückkommen, aber trotzdem zum täglichen Einsatz dazu beitragen, dass man aufklären kann, Ziele angreifen kann, genau geolokalisieren, aber auch im Rahmen von Loitering Ammunition mit Low-Cost solche Waffensysteme über hunderte von Kilometern in Ziele führen, welche früher nur möglich waren mit sehr teuren Raketensystemen in einem Gesamtsystem drin. Wir müssen aber aufpassen, dass die Ukraine nicht zu dem Beispiel wird, an dem wir uns jetzt orientieren wollen, weil ich glaube ganz fest daran, dass die Ukraine all das, was sie entwickelt hat und was sie zurzeit einsetzt, teilweise aus einer gewissen Not heraus tut, weil sie nichts anderes vorher hatte und dementsprechend sich auf diesen Krieg so eingestellt hat. Das Nutzen von zivilen Drohnen und zivilen Kommunikationsmitteln auch für autonome Systeme hat Vor- und Nachteile, welche im Bereich aber der militärischen Nutzung nicht vollumfänglich einfach kopiert werden kann. Ein anderen Krieg, der auch in den Schlagzeilen ist der Krieg im Gaza. In Israel, dort werden auch autonome Waffensysteme eingesetzt. Diese wiederum aber sind in einem hochvernetzten Umfeld eingesetzt. Sie werden militärisch geführt und sind auch militärisch gesichert. Das heißt, ein einfacher Zugriff über irgendwelche Jammer ist nicht ganz so schnell möglich wie zum Beispiel in der Ukraine. Man sieht das sehr gut auch am ganzen Air Defense Shield zwischen Arrow-Systemen, David Sling und auch dem Iron Dome, den Israel einsetzt. Diese Vernetztheit dort, die erfordert Standards, klare Standards, die das ermöglichen, auch mit der Darstellung eines Lagebildes, welches in der Ukraine vermutlich in einem sehr kleinen Rahmen möglich ist, aber in einem größeren Rahmen vermutlich seine Schwierigkeiten hat. Also wir sehen natürlich diese Entwicklungen und versuchen auch innerhalb der Schweiz diese Trends zu erkennen und die richtigen Entscheide für zukünftige Systeme zu fällen, dass wir hier zukunftsorientiert mit diesen Fähigkeiten umgehen können. Ich würde nun gerne den Fokus auf die Schweiz richten. Besteht aus Sicht der Schweizer Armee eine militärische Notwendigkeit, Waffensysteme mit autonomen Fähigkeiten zu beschaffen und in die Streitkräfte zu integrieren? Ja, absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in einem primären Ansatz darum gehen muss, dass wir unsere Soldaten nicht einer unnötigen Gefahr aussetzen müssen. Und das kann man sehr wohl mit autonomen Systemen, selbstfahrend, selbstfliegend, tätigen, dass wir die Soldaten dieser unmittelbaren Bedrohung, welche heute durch Maschinen gemacht werden können, entziehen können. Also es geht um Menschenleben, die wir schützen wollen. Das sind unsere Bürgersoldaten. Und hier haben die autonomen Systeme einen sehr hohen Wert, auf den wir den Fokus legen müssen in Zukunft. Und in diesem Zusammenhang, in welchen Domänen sehen Sie das größte Handlungspotenzial für die Schweiz? Nun fangen wir zuerst beim Boden an. Beim Boden, dazu gehört auch der untere Luftraum mit den taktischen Drohnen, sage ich jetzt mal. Dort sehen wir ein großes Potenzial für sich repetierende
Abläufe, welche in einem gewissen Bereich genutzt werden können. Ich denke da an selbstfahrende Systeme für den Logistiknachschub, für das Zurückbringen von Verletzten, von Frontlinien. Auch diese Punkte, die man teilweise in der Ukraine sieht, die sehr schwierig sind, aber trotzdem in dem Sinn getätigt werden müssen. Da können wir vermutlich unsere Lehren herausziehen und in der Schweiz einsetzen. Dann geht es nachher auf die untere Luftebene, wo eigentlich die taktischen Drohnen fliegen, für die Bildaufklärung, für die Sensorik zu erkennen, wo der Gegner sich befindet. Und dementsprechend man sich dem entweder entziehen kann oder wirken kann auf diese Ziele. Und das zielgenau, wie bereits gesagt, mit auch Low-Cost-Systemen, die nicht dementsprechend, was man früher gebraucht hat mit Raketen, eben die sogenannte Loitering Ammunition, welche auch ich zu diesem Raum dazu zähle. Im oberen Luftraum, dort geht es dann darum, auch mit größeren Drohnen autonom über größere Distanzen, längere Zeit eingesetzt zu werden. Im unteren Bereich haben wir bereits verschiedene Erfahrungen gemacht. Einerseits, sage ich jetzt mal nicht in einem rein militärischen Aspekt, mit Arche. Arche ist ein Tool, das genutzt wird mit dem Lehrverband Genierettung ABC, wo verschiedenste Systeme im Bereich der humanitären Hilfe, Minenräumung, aber auch Katastrophenhilfe etc., im Bereich CBRNE, also dem ganzen chemisch-biologisch-radiologischen Nachweis, Versuche gemacht werden. Gewisse Systeme bereits bei der Truppe sind, wie selbstfahrende Baumaschinen, die gewisse Arbeiten schon autonom erledigen können in einem Gefahrenbereich, in dem man eben auch den Soldaten nicht dieser unnötigen Gefahr aussetzen will. Und schlussendlich geht es auch darum, die ganze technologische Entwicklung von diesen autonomen Systemen im Weltraum genau zu beobachten. Die Armee baut zurzeit die Fähigkeit im Weltraum auf. Wir versuchen hier unsere ersten Fähigkeiten dementsprechend auch für die operative Stufe einzuführen. Und ich sehe gerade in diesem Bereich ein riesiges Potenzial, wo man mit künstlicher Intelligenz und auch mit Systemen, welche auch der Sensorik dienen, in Zukunft auch in einem Low-Cost-Bereich, wenn man das Weltraum als Low-Cost betrachten darf, die Armee weiter stärken kann. Zuletzt wollen wir noch auf das Thema der Verantwortung und der menschlichen Kontrolle zu sprechen kommen. Die Verantwortlichkeit ist eines von 4 Leitprinzipien der Schweizer Armee in Bezug auf KI und Autonomie. In der 2022 vom Bundesrat verabschiedeten Strategie Rüstungskontrolle und Abrüstung wird in diesem Zusammenhang Folgendes festgehalten: Der Einsatz von Armeesystemen ist immer in eine Befehlskette eingebettet, bei der der Mensch die Kontrolle über die Beurteilung und die Entscheide ausübt. Die Verantwortung für die Anwendung von Gewalt kann in keinem Fall einer Maschine übertragen werden. Könnten Sie auf diese 2 Begriffe der Kontrolle und der Verantwortung genauer eingehen? Ja, Kontrolle und Verantwortung sind 2 wesentliche Aspekte der Führung. Wenn wir von Verantwortung sprechen und von künstlicher Intelligenz im gleichen Moment, dann muss uns bewusst sein, dass am Schluss immer der Mensch entscheiden soll, welche Wirkung erbracht wird. Das führt zu einem Bedürfnis der Kontrolle, in welchem wir natürlich Systeme kontrollieren wollen zu jedem Zeitpunkt und uns natürlich gerne möchten bewusst sein, dass dies der Punkt ist, an dem der Mensch noch entscheiden kann. Wenn ich jetzt aber beobachte, wie die exponentielle Entwicklung der Technologien, aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz vorangeht, wenn wir von Big Data reden, wenn wir von diesen Unmengen an Sensorendaten sprechen, die irgendwie nachher gemanagt werden müssen und wir ein Teil, ich sage nicht das Ganze, aber ein Teil dieses ganzen Datenmanagements, dass die richtigen Informationen aggregiert werden, nachher zu einem Entscheid können formuliert werden, dann macht das dann die künstliche Intelligenz. Haben wir diese künstliche Intelligenz so geschrieben und getaktet, dass sie auch das Richtige für uns erarbeitet, dass wir die richtige Verantwortung wahrnehmen können und Entscheide treffen und können wir dies auch weiterhin kontrollieren. Das können wir heute nicht abschließend, glaube ich, hier beurteilen. Ich sehe hier eine riesige Herausforderung für die Zukunft, wenn wir mit
dem Sensor-Nachrichtenführungswirkungsverbund so umgehen, dass nachher in diesen großen Datenmengen teilweise Maschinen gewisse oder eben die künstliche Intelligenz gewisse Entscheide mithelfen zu formulieren. Und da gilt es darum, jetzt uns heute Gedanken zu machen, wie wir in Zukunft mit dem umgehen wollen und dass wir weiterhin die Kontrolle und die Verantwortung tragen können. Herr Divisionär, wir sind bereits am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die gewonnenen Erkenntnisse und auch für das Teilen Ihrer Expertise mit uns. An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei unserer Zuhörerschaft fürs Einschalten und Zuhören.